Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man mit der Produktregel Funktionen ableiten kann, die aus 3 Faktoren bestehen. Ich werde es zunächst an diesem Beispiel vorführen. Anschließend zeige ich euch eine allgemeine Regel für das Ableiten von 3 Faktoren. Und zum Schluss schauen wir uns noch einige komplizierte, anscheinend komplizierte Funktionen an, die sich ganz leicht ableiten lassen, sogenannte Scheinriesen. Und los geht's! Zunächst mal, wie leitet man Funktionen ab, die aus 2 Faktoren bestehen? U mal v, das kennen wir, das ist die bekannte Produktregel. F' ist dann U'(v) plus UV'. Also, wenn wir eine solche Funktion haben, dann nennen wir den ersten Faktor x², das u, und den zweiten Faktor Sinus x, das v. Ich schreibe mir das hier nochmal übersichtlich aus und jetzt kann ich jede Teilfunktion ableiten. U' ist dann 2x und v' ist Cosinus x. Nun setze ich diese 4 Bausteine gemäß dieser Produktregel zusammen. Wir haben also U' mal v gibt 2x Sinus x plus u mal v' gibt x² Cosinus x. So, fertig. Das ist das Ableiten von einer Funktion aus 2 Faktoren. Aber wie verwendet man die Produktregel, wenn die Funktion aus 3 Faktoren besteht, so wie hier? Was ist nun U', was ist v'? Hier geht man in 2 Stufen vor. Wir nennen erstmal den ersten Faktor u und den ganzen Rest, das übrige Produkt v. Und jetzt können wir ganz normal die Produktregel anwenden. U ist x², v ist Sinus x mal e hoch x und leiten beides ab. x² abgeleitet gibt 2x und Sinus x mal e hoch x, das können wir wiederum mit der Produktregel ableiten. Das ist unser neues u, das ist unser neues v und in die Produktregel eingesetzt bekommen wir also Cosinus x mal e hoch x plus Sinus x mal e hoch x, also U'(v) plus UV'. So, jetzt haben wir hier wieder unsere 4 Bausteine zusammen, die wir in die Produktregel einsetzen können. Also x² mal Cosinus x e hoch x plus Sinus x e hoch x, das steht hier, plus U' mal v, das steht hier. So, das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, also U' mal v plus u mal v', aber es wird gleich einfacher, indem wir nun die Klammern hier auflösen. Wir multiplizieren alles aus, gibt das x² mal Cosinus e hoch x plus x² Sinus x e hoch x plus 2x Sinus x e hoch x. Ja, besser geht es erstmal nicht. Das ist unser Ergebnis. Haben wir also gewonnen, indem wir die Produktregel zweimal hintereinander angewandt haben. Einmal auf den ersten Faktor plus das zweite Produkt und hier für das zweite Produkt nochmal die Produktregel angewandt und dann ausgeklammert. Gut, soweit das Beispiel. Jetzt schauen wir uns mal eine allgemeine Regel für das Ableiten von 3 Faktoren an. Wir haben eine Funktion, die wir schreiben können als u mal v mal w. Wir gehen wieder so vor, dass wir gemäß der Produktregel zunächst den ersten Faktor ableiten und die zweite Gruppe beibehalten, plus den ersten Faktor beibehalten und die zweite Gruppe ableiten. V mal w', also insgesamt das Produkt abgeleitet, können wir wieder mit der Produktregel aufspalten in v'(w) plus vw'. Setzen wir dieses Ergebnis nun hier ein, bekommen wir U' mal v mal w plus u mal v'(w) plus vw'. Auch hier lösen wir die Klammern auf und bekommen ein übersichtliches Ergebnis. Und wir erkennen eine allgemeine Regel. Das f' ist einfach U'(vw) plus uv'(w) plus uv', also so wie man es erwartet. Jeder einzelne Faktor wird einmal abgeleitet und die übrigen beiden bleiben jeweils unverändert. Okay, das ist unsere allgemeine Produktregel für 3 Faktoren. Nun möchte ich euch noch einige Fälle zeigen, in denen man gar nicht diese 3 Faktoren ableiten muss.
Hier ein erstes Beispiel. Die Funktion 3 mal x mal Sinus x besteht zwar im Prinzip aus 3 Faktoren, aber der erste Faktor ist eine reine Zahl. Dann braucht man hierfür keine eigene Produktregel, sondern wir können einfach 3x nennen und Sinus x ist unser v und dann ganz normal mit der Produktregel für 2 Faktoren ableiten. U ist 3x, v ist Sinus x, u' ist 3, v' ist Cosinus x und wir setzen alles zusammen, bekommen wir 3 mal Sinus x plus 3x mal Cosinus x. Hier haben wir nicht 3 Faktoren abgeleitet. Ein weiteres Beispiel, die Funktion f von x ist Sinus hoch 3x. Das ist nichts anderes als Sinus x hoch 3, also 3 mal mit sich selbst multipliziert. Auch hier haben wir 3 Faktoren, die wir aber nicht nach unserer Regel ableiten müssen, sondern es geht hier viel einfacher, indem wir auf diesen Ausdruck die Kettenregel anwenden. Wir haben nämlich hier eine verschachtelte Funktion. Unsere innere Funktion ist Sinus von x und die äußere Funktion ist die Klammer hoch 3 und dann können wir nach der Kettenregel ableiten. Innere Funktion abgeleitet mal äußere Funktion abgeleitet, gibt also Cosinus x von der inneren Funktion und 3 mal Sinus Quadrat x von der äußeren Funktion. Das ging jetzt wesentlich schneller, als wenn wir dieses Produkt hier mit der Produktregel abgeleitet hätten. So, und zum Schluss möchte ich euch noch einige Funktionen zeigen, die nur so aussehen, als wären sie kompliziert, die sich aber ganz einfach ableiten lassen. Ich nenne sie mal scherzhaft die Scheinriesen. Vielleicht kennt ihr aus Jim Knopf und der Lokomotivführer den Scheinriesen Herrn Tur, der aus der Ferne betrachtet riesengroß aussieht, aber wenn man ihn mal aus der Nähe anschaut, ist es eigentlich ein Zwerg. Das gibt es auch bei Funktionen, die tun nur so, als wären sie kompliziert. Zum Beispiel diese Funktion, die ja eigentlich aus 3 Faktoren besteht. Aber bitte diese Funktion jetzt nicht sofort ableiten, sondern erstmal überlegen, was man hier machen kann. Wenn man nämlich diese Klammern auflöst, bekommen wir einfach x hoch 3 minus x und das können wir ja ganz einfach mit unseren Potenzregeln ableiten. Wie üblich ist die Ableitung dann 3x² minus 1 schon fertig. Oder eine weitere Funktion, die nur so tut, als wäre sie kompliziert. x² mal e hoch x mal 3 durch x². Hier erkennen wir, dass wir das x² gegen diesen Bruch kürzen können. Übrig bleibt nur die Funktion 3 mal e hoch x und deren Ableitung ist ja ganz einfach 3 mal e hoch x. Also es lohnt sich immer bei solchen kompliziert aussehenden Funktionen vor dem Ableiten mal zu gucken, ob man nicht etwas vereinfachen kann. Und zum Schluss noch der schönste Scheinriese von allen, e hoch x mal, Klammer auf, Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x mal e hoch minus x. Hier schaut man erstmal scharf hin und entdeckt Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat. Dafür gibt es ein Additionstheorem, den sogenannten trigonometrischen Satz des Pythagoras. Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ergibt nämlich einfach 1. Diese ganze Klammer hier ist 1 und damit vereinfacht sich diese Funktion zu e hoch x mal e hoch minus x. Hier können wir jetzt wieder die Potenzgesetze anwenden. Das gibt nämlich einfach e hoch 0. Und e hoch 0 ist gleich 1. Und eine Funktion, die einfach nur eine Zahl ist, abgeleitet, gibt 0. Fertig! Das ist also die Ableitung dieses Scheinriesen hier. Okay.